Frau Sauter, Sie hatten im Alter von 16 Jahren eine Herzoperation und erlebten da eine Nahtoderfahrung. Wie war die Vorgeschichte? Die Vorgeschichte war die, dass ungefähr ein Jahr vorher ein Herzfehler, ein Vorhof-Septum-Defekt bei mir festgestellt wurde, der eigentlich von Geburt an bestand, aber bis dahin nicht festgestellt wurde, und der musste dann operiert werden. Und mein Leben war bis dahin schlecht. Das heißt, ich hatte ganz viele schlechte Erfahrungen in meiner Kindheit, in meiner Jugend, Missbrauchserfahrungen, Gewalt, Todesängste, und deswegen war diese Herz-OP für mich, hat mir keine besondere Angst gemacht, ich sag's mal so. Ich bin da auch allein hin, musste das alleine durchstehen, alles. Wieso hat Ihnen diese Operation keine Angst gemacht? Weil es für mich tatsächlich so ein Gefühl war, dass diese Operation ist eine Chance, aus dem Leben rauszukommen. Also aus diesem schlechten Leben. Was erlebten Sie bei dieser Nahtoderfahrung? Es war so, dass, also damals wurde diese OP noch gemacht, an dem das Herz an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen wurde. Heute macht man das rein nur mit einem Katheter. Und damals war es eben so, dass die Ärzte mich nicht gut wieder zurückgebracht haben. Also die mussten dann mehrere Versuche machen und hatten mich auch teilweise schon aufgegeben. Und ein Arzt, der blieb dann aber dran und sagte, nee, wir machen weiter. Und das habe ich von oben beobachtet. Also ich habe mich selber gesehen, wie ich auf dem OP-Tisch lag. Bin dann quasi, also ein Teil von mir, ein anderer Körper ist aus meinem Körper raus und hat das wahrgenommen, was da unten passiert, also was die Ärzte sprechen, was die tun. Ich weiß auch noch genau, welche Musik im Radio lief zu der Zeit. Und ja, das war die eine Ebene, die ich wahrgenommen habe. Und dann bin ich eben immer mehr aus dieser Situation raus. Ich würde es heute beschreiben, dass es mehrere Ebenen gleichzeitig war, die ich erlebt habe. Also das, was hier auf der Erde passiert ist, in diesem Operationssaal, und dann das Weitere. Also das nächste war dann ein wunderschönes Licht, das ich gesehen habe. Ein ganz wundervolles Gefühl, eine Liebe, die ich bis dahin so überhaupt nicht kannte, die mich auch, soweit ich mich erinnern kann, zuerst mal erschreckt hat, weil das so ein unfassbares Gefühl war. Und dann habe ich den Film meines Lebens gesehen, wie man ja oft so sagt. Ich würde sagen, dass aber der Film des Lebens das nicht ganz beschreibt, weil für mich war das Erleben so, dass ich jede Situation meines Lebens nochmal erlebt habe, aber nicht nur aus meiner Sicht raus, sondern zuerst mal mit all meinen Gefühlen, Emotionen und dann aber auch mit den Gefühlen, Emotionen der anderen Personen, die in dieser Situation mitbeteiligt waren, plus jeder Situation, die danach gefolgt hat oder hätte. Also mit jeder Konsequenz. Und das ist, glaube ich, so eine Datenmenge, die man mit dem normalen Verstand überhaupt nicht fassen kann. Und dass man deswegen oft sagt, der Film des Lebens. Und ich meine, ich war ja damals noch jung, also 16 und keine 90 oder so. Und selbst das war schon wahnsinnig viel. Ja, und dann waren verschiedene, also ich habe dann Landschaften gesehen, wunderschöne Landschaften. Und irgendwann, also ich kann es zeitlich auch gar nicht mal einordnen, wie lang ging das, oder weil man da natürlich ein ganz anderes Zeitgefühl hat, wie man, also hier auf der Erde in diesem Operationssaal waren das wahrscheinlich ein paar Minuten. Und dann kam irgendwann eine Stimme, die ich jetzt auch gar nicht so als männlich oder weiblich einordnen kann, und eine Figur, die ja Licht war. Auch da kann ich nicht sagen, war es männlich oder weiblich. Und die mir dann gesagt hat, ich könne mich jetzt entscheiden, welchen Weg ich gehe. Also ob ich mit auf die andere Seite gehe oder ob ich zurückgehe in mein Leben. Und mir dann aber aufgezeigt hat,
dass es wichtig ist für mich zurückzugehen, weil ich eine ganz wichtige Aufgabe habe und weil ich gebraucht werde. Sie haben gesagt, dass Sie während dieser Nahtoderfahrung eine Landschaft gesehen haben. Mhm. Was haben Sie da gesehen? Also das war ein See und wunderschöne grüne Flächen, aber und dahinter im entfernten Wald. Aber das war einfach, eine wunderschöne Landschaft. Ich kann die aber nicht ich habe das hier so noch nie gesehen, oder das war so ein wunderschönes Bild, das sich bei mir eingeprägt hat. Und ich hatte dann so das Gefühl, dass das so die Verbindung zur Natur war, die sich dadurch dann nochmal so gefestigt hat. Sie haben gesagt, dass Sie zuerst die Operation beobachtet haben von einer gewissen Höhe aus. Mhm. Diese Perspektive hat sich dann verändert, als Sie dann Ihren Lebensfilm gesehen haben. Die Perspektive hat sich verändert, ja. Mhm. Also ich habe dann weiterhin diese Situation beobachtet, aber dann von weiter weg. Und diese Person, die Sie angesprochen hat, diese Wesenheit, die haben Sie nur als Lichtwesen in Erinnerung. Ja, als Lichtwesen und als Stimme. Ja. Also die Stimme habe ich heute immer wieder im Ohr. So. Die vergesse ich auch nie. In den nächsten Jahren erlebten Sie auch noch einen Nachtodkontakt. Also ich hatte tatsächlich in den Jahren dann noch mehr. Also später ist dann mein Mann gestorben und den habe ich immer wieder gesehen, mit ihm gesprochen. Mein zweiter Mann ist jetzt auch verstorben, auch da gibt es immer wieder Kontakte. Und ich habe das auch schon, also ich kann das, ich kann auch sehen, wenn jemand bald sterben wird. Können Sie einen Nachtodkontakt beschreiben, der Ihnen besonders gut in Erinnerung geblieben ist? Ja, denn die erste Begegnung mit meinem ersten verstorbenen Mann, ja. Mhm. Und das war wirklich, da war ich zu Hause und das war wie wenn mir jemand die Hand auf die Schulter legt und ich drehe mich um und da stand er dann. Und er hat sich dann bei mir bedankt, also für alles, was ich gemacht habe, was ich für unseren Sohn gemacht habe und dass ich das alles gut mache. Ja. Haben Sie ihn gesehen oder gehört? Gesehen und gehört, aber gesehen auch. Mhm. Er sah dann noch gleich aus wie zu Lebzeiten. Ja, also ganz, ganz licht, aber so wie zu Lebzeiten. Also vor der Krankheit, aber also zu seinen, sag jetzt mal, besten Jahren. Ja. Und später haben Sie ihn noch weitere Male gesehen? Ja. Bei welchen Gelegenheiten? Meistens, wenn es mir nicht gut ging, also wenn ich verzweifelt war, wenn ich in irgendwelchen Situationen war, wo ich Rat gebraucht habe. Dann kann man sagen, dass er Sie von der geistigen Seite eher weiter im Leben etwas begleitet hat. Ja. Mhm. Ja. Und Ihr zweiter Mann, den haben Sie auch gesehen? Den habe ich auch gesehen, ja. Mhm. Kurz nach seinem Tod, aber seither nicht mehr. Was für Auswirkungen hatten diese besonderen Erlebnisse auf Ihr Leben und Ihr Weltbild? Direkt nach der Herzoperation war es erstmal so, dass ich das nicht mehr wusste oder verdrängt habe, beziehungsweise es war einfach weg und ich habe ein normales Leben gelebt. Ich habe dann die Schule fertig gemacht, habe die Ausbildung gemacht, habe früh geheiratet, habe ein Kind bekommen. Dann wurde mein Mann ja schwer krank und erst dann in dieser Zeit, dieser Krankheit und von seinem Tod kam das dann alles wieder intensiv hervor, durch diesen Nachtodkontakt mit ihm. Und dann im Laufe der Zeit hat sich vieles verändert. Ich habe viel Spirituelles dann erfahren, auch bestimmte Seminare gemacht, wobei mich das eher abgeschreckt hat, oft, als ich da erlebt habe.
Aber ich habe ja dann auch angefangen, in einem kleinen alternativen Bestattungsunternehmen mitzuarbeiten, habe im Kinderhospiz gearbeitet, also ehrenamtlich, habe Sterbebegleitung gemacht. Und da hat mir das alles sehr geholfen, weil ich da einen ganz anderen Blick auf den Tod habe und ein ganz anderes, also ich sage immer, ich kann hinter den Schleier gucken und das den Menschen dann auch mitgeben und denen Hoffnung geben und die stärken für den Weg, für das Sterben. Und auch in meiner Arbeit als Heilerin ist so, dass ich einen anderen Zugang habe, glaube ich. Also ich nehme mehr wahr, ich spüre mehr, ich sehe mehr und das hilft mir dann natürlich sehr. Was war Ihre wichtigste Erkenntnis aus dieser Nahtoderfahrung? Für mich war diese Liebe zu spüren, hat mein ganzes Leben verändert, weil ich das ja aus meiner Kindheit gar nicht kannte. Und diese Liebe zu spüren und dieses All-Eins-Sein zu spüren und zu wissen, ich bin Liebe, das hat mein Leben verändert, indem ich jetzt auch Menschen in Liebe begegnen kann und sie begleiten darf. Was ist Ihre Sicht? Muss man vor dem Sterben Angst haben? Nein. Also vor dem Sterben muss man keine Angst haben. Natürlich, wenn man Schmerzen hat, dann vor den Schmerzen vielleicht, je nachdem, warum man sterben muss. Aber auch da kann einem ja heute sehr gut geholfen werden. Aber vor dem Sterben an sich habe ich zumindest keine Angst und ich glaube, dass da auch niemand Angst haben muss davor. Sie haben auch Menschen im Sterben begleitet. Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? In der Sterbebegleitung habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen, wenn alles geregelt ist, sehr leicht gehen können und wenn sie gut begleitet werden, wenn ihnen diese Angst vorm Tod genommen wird und dass es dann auch ein sehr friedliches Gehen sein kann. Bei Kindern habe ich die Erfahrung gemacht, dass Kinder oft sehr genau wissen, dass sie sterben müssen und überhaupt keine Angst davor haben, sondern ganz im Gegenteil. Für sie ist es so ein Heimgehen und was da oft schwierig ist, ist halt, dass die Eltern festhalten möchten und das ist natürlich für die Kinder dann schwierig. Und auch als Bestatterin sehe ich den Tod, also die meisten Menschen sind wunderschön und friedlich, wenn sie gestorben sind. Und das zeigt mir auch, dass dass man keine Angst haben braucht vor dem Tod. Kann man sagen, dass man auch vom Jenseits her begleitet wird in diesen Situationen? Auf jeden Fall. Also wir begleiten ja die Verstorbenen auch noch länger. Also wir machen viele Versorgungen mit den Angehörigen, das Waschen und das Ankleiden. Und ich kann für mich ganz klar sagen, dass die Seele noch so 3 Tage noch da ist und Begleitung bekommt. Und da kann man für den Verstorbenen auch noch ganz viel machen in dieser Zeit. Frau Sauter, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.